Guten Mittag allerseits und willkommen zu unserem ersten Webinar im Jahr 2022. Mein Name ist Regula Schaller. Ich werde Ihnen heute die Funktionen des DMS zeigen. Unterstützt werde ich heute von Andrew Franke. Andrew, wenn du dich kurz vorstellen könntest. Ja, danke. Wie gesagt, ich bin Andrew Franke. Ich bin im First Level Support tätig bei TimeSensor. Also wenn Sie in der letzten Zeit einmal ein Ticket erstellt haben oder bei der Hotline angerufen haben, werden Sie wahrscheinlich mit mir zu tun gehabt haben. Ich werde mich um Ihre Fragen kümmern. Sie sollten beim GoToWebinar Panel einen Bereich mit Fragen haben. Da können Sie die reinschreiben und ich werde mich um diese kümmern. Genau. Für die Personen, die heute jetzt vielleicht das erste Mal an einem Webinar teilnehmen und das GoToWebinar noch nicht so kennen, dieses Programm, Sie sehen am rechten Bildschirmrand, sehen Sie dieses Panel hier. Da haben Sie zwei Sektionen. Oben haben Sie Audio. Da sehen Sie, mit was für einem Gerät Sie verbunden sind. Und dann haben Sie die Sektion Fragen. Wie Andrew gesagt hat, können Sie dort Ihre Fragen eintippen, unten auf Senden klicken. Die Fragen, die gehen dann direkt zu Andrew und er wird sie beantworten. Wie in den vorherigen Webinars handhaben wir das so, dass wenn Fragen kommen, die Andrew vielleicht nicht sofort beantworten kann, weil die Erklärung halt vielleicht den Rahmen einer solchen Chatnachricht sprengt, dann würden wir diese Fragen im Anschluss ans Webinar per E-Mail oder wenn möglich dann auch per Telefon klären. Gut. Ich gehe noch kurz einmal zurück zu meiner Keynote. Noch ein paar allgemeine Infos, auch hier wieder, falls Sie neu sind bei diesen Webinaren. Sie können uns sehen und hören, wir Sie allerdings nicht. Sie sind alle stumm gestellt, wir können Sie alle auch nicht sehen und nicht hören. Wir werden dann, wenn wir in den Hauptteil des Webinars übergehen, unsere Kameras auch ausschalten, damit Sie wirklich den vollen Bildschirm für das Gezeigte haben. Die Fragefunktion, das haben wir bereits erklärt, wie das funktioniert. Wir haben auch gesagt, dass wir Fragen nach dem Webinar noch beantworten, falls wir während dem Webinar keine Zeit haben. Und wie üblich, die Grundlage des Webinars ist eine Demo-Version, die ich heute verwende. Ich habe mich für eine Business Edition entschieden. Und zwar wäre das die Version 9.1, die ich heute verwenden werde. Gut. Gehen wir weiter zum Inhaltsverzeichnis von heute. Wie in der Beschreibung dieses Webinars festgehalten, ist das heute so ein Einstieg in das DMS. Das ist vor allem für die Kunden, die vielleicht neu sind, die TimeSensor erst gerade in der Kanzlei eingeführt haben, oder für die Kunden, die das DMS im Moment noch gar nicht einsetzen. Ich werde am Anfang ein paar allgemeine Informationen zum DMS geben. Dann werde ich Ihnen komplexe Vorlagen zeigen, wie Sie diese verwenden können. Ich werde Ihnen zeigen, was es mit den Textblöcken auf sich hat. Die Versionierung, die Sie einschalten können für jedes Dokument. Dann werde ich einen Freigabezyklus durchgehen mit 2 Usern. Das wird so eine Art Workflow sein. Das ist ein minimaler Workflow. Ich habe den auf 2 Usern begrenzt, weil ich will ja die 45 Minuten, die wir heute Zeit haben, nicht unbedingt sprengen. Dann gehen wir zu der Umwandlung von 4DWrite Pro zu Word. Also wenn Sie eine Vorlage haben, die in 4DWrite Pro programmiert ist, Sie wollen die aber in Word verwenden, wie können Sie das anstellen? Und zum Schluss zeige ich Ihnen noch, wie Sie externe Entwürfe in die Datenbank speichern können. Gut.
Also dann, ich werde heute auf einem Apple-Computer arbeiten. Falls Sie auf Windows arbeiten, ist es eigentlich meistens ungefähr das Gleiche. Wenn sich Funktionen unterscheiden würden, dann würde ich das auch erwähnen. Gut, dann würden wir jetzt unsere Kameras ausschalten und Sie sehen uns dann wieder, wenn wir uns den Fragen zuwenden. Gut, also ich würde mich jetzt einmal als Robert Reimann anmelden. Der Robert, das ist der Assistent von der Partnerin Monika Muster. So, und vielleicht haben Sie es bereits gehört. Der Robert, der hat hier oben schon ein Blinken, der hat ein Ticket bekommen. Der hat also einen Auftrag bekommen. Ich schaue da mal kurz rein. Das blinkt übrigens orange, weil die Deadline, die für diese Aufgabe gesetzt ist, ist erst morgen. Morgen in der Demo-Version ist der 2.4. Also das aktuelle Tagesdatum ist immer der 1. April 2020 in der Demo-Version. Gut, hier ist mein Ticket. Ich öffne dieses mit einem Doppelklick und sehe, aha, okay, bitte Auftrag und Vollmacht erstellen und mir zur Kontrolle zukommen lassen von der Monika Muster. Okay, schauen wir uns das doch an. Hier unten habe ich einen Button, Datensatz öffnen. Und wenn ich da drauf klicke, lande ich in einer Mandatsmappe. Wir werden heute ausschließlich in der Mandatsmappe arbeiten. Und zwar, weil die Mandatsmappe viel, viel praktischer ist als das Dossier, wenn es um Dokumente geht. Wir haben hier nur die Informationen, die wir tatsächlich brauchen, um in den Dokumenten zu arbeiten und nichts mehr. Der Vorteil ist auch, dass die Mandatsmappen können auf mehreren Computern schreibend geöffnet werden. Die Dossiers nicht. Okay? Deswegen, wenn Sie im DMS arbeiten, wenn Sie Dokumente erstellen müssen, wenn Sie Dokumente archivieren müssen und so weiter, gehen Sie immer in die Mandatsmappe. Sie finden die Mandatsmappen, wenn Sie auf Ihr eigenes Foto oder das von einem anderen Sachbearbeiter draufklicken und hier auf den ersten Button Mandatsmappen finden. Hier draufklicken, dann erscheint dieses Fenster und hier können Sie das Suchfeld auf die Informationen setzen, die Sie halt haben und so dann die entsprechende Mandatsmappe suchen. Die 004, das ist jetzt unsere Mandatsmappe, die ich hier hinten offen habe, auf der ich jetzt heute arbeiten werde. So, Sie sehen im Moment, die ist leer. Das ist ein ganz neues Mandat, das wir erst gerade bekommen haben. Ich habe ja den Auftrag bekommen, dass ich hier Dokumente erstellen soll. Und das würde ich jetzt also hier auch machen. Ich klicke auf die Vorlagensammlung. Ich kann die aufrufen, indem ich entweder rechts unten auf den Drucker klicke oder links unten auf das Pluszeichen. Dann erscheint dieses Fenster hier. Hier sehen Sie jetzt alle Vorlagen, die Sie in diesem Bereich zur Verfügung haben. Mein Auftrag war, einen Auftrag und Vollmacht zu erstellen. Ich wähle die entsprechende Vorlage aus und klicke auf Entwurf. So, jetzt haben wir hier bereits der erste sehr, sehr wichtige Vorteil vom implementierten DMS im Timesensor. Ich habe eine Vorlage ausgewählt. Ich habe 2, 3 Klicks gemacht und Sie sehen, dass Timesensor mir hier direkt 3 verschiedene Dokumente erstellt hat. Wir haben einmal hier oben die Mandatsübernahme, dann haben wir die Vollmacht und wir haben den Auftrag. Also mit einem Klick habe ich 3 Dokumente erstellt. Ich muss also nicht diese 3 Dokumente, die ich für jedes Mandat erstellen muss, ich muss sie nicht zusammensuchen und zum Beispiel noch Adresse und so weiter von Hand ausfüllen. 2 Klicks und Timesensor macht das alles für mich. Gut, das erste hier, das ist ein Brief, der Brief der Mandatsübernahme.
Das zweite ist die Vollmacht, das ist auch okay so. Und das dritte wäre hier der Auftrag. Jetzt habe ich hier eine Notiz gesehen, also einen Kommentar eigentlich. Und zwar ist der hier oben. Wenn Sie hier viele Kommentare drin haben, dann können Sie das Feld übrigens auch vergrößern. Also Sie können diese Trenner hier hoch und runter schieben und das gewünschte Feld größer machen. Also, die Monika Muster, die hat mir hier reingeschrieben, Abrechnung nach Zeitaufwand plus monatliche Rechnung plus Kleinspesenpauschale. Das sind Textblöcke, die ich jetzt hier in diesem Auftrag hinzufügen soll. Ich scrolle auf die entsprechende Seite und hier im Teil Honorar muss ich jetzt diese Textblöcke hinzufügen. Textblöcke sind ein meiner Meinung nach zu wenig benutztes Feature, weil die können wirklich sehr, sehr, sehr mächtig sein und damit können Sie Ihre Vorlagen noch so ein bisschen vielfältiger machen. Also Sie haben noch mehr Möglichkeiten mit diesen Textblöcken. Um die Textblöcke aufzurufen, klicken Sie unten links auf das Zahnrad. Und dann sehen Sie, welche Texte Sie für diese Vorlage zur Verfügung haben. Wie Sie wissen, gibt es im Timesensor 3 Arten von Vorlagen. Sie haben die Rechnungsvorlagen, Sie haben die Fakturavorlagen, also die finden Sie unter Mandate, unter Finanzen Mandate. Und dann haben Sie noch die ganzen Vorlagen, was eben Briefe und so weiter angeht. Das sind die Vorlagen, wo wir jetzt im Moment drin sind. Die Textblöcke ändern sich je nachdem, in welcher Vorlagensammlung sie drin sind. Hier haben wir jetzt zwei Unterkategorien von Textblöcken. Und zwar haben wir einmal die Unterschriften, das schauen wir später an, und das Honorar. Innerhalb vom Honorar habe ich jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, die Monika Muster hat gesagt, Abrechnung nach Zeitaufwand. Okay. Dann nehme ich den Textblock hier. Und Sie sehen, ich habe jetzt mit einem Klick diese ganzen Informationen hier dort eingefügt, wo mein Cursor war. Also ich muss diese Information nicht irgendwo aus einem Dokument suchen und Copy-Paste hier in mein Dokument einfügen und so vielleicht auch Fehler einfügen, sondern ich klicke einfach unten links aufs Zahnrad Honorar und füge den Textblock ein. Dann monatliche Rechnung und Kleinspesenpauschale soll da auch noch rein. Ich mache noch einmal genau das gleiche. Honorar plus monatliche Rechnung. Honorar plus Kleinspesenpauschale. Und schon haben wir mit 3, 4 Klicks eine halbe Seite Text eingefügt. Schauen Sie sich in Ihrem Timesensor doch einmal die Textblöcke an. Verwenden Sie die Textblöcke bereits? Könnten Sie die vielleicht erweitern? Haben Sie Ideen, wie Sie Textblöcke verwenden könnten? Zum Beispiel eben für Honorarmöglichkeiten. Vielleicht haben Sie verschiedene Abrechnungsmodalitäten. Einmal vielleicht nach Zeitaufwand, einmal verrechnen Sie bloß eine Pauschale und so weiter. Wenn Sie so Standardtexte immer wieder verwenden, dann lohnt es sich, dass Sie sich diese Textblöcke hier einmal anschauen und in Erwägung ziehen, die vielleicht auch bei Ihnen in Ihrem Timesensor hinzuzufügen. Gut, also dann habe ich jetzt hier meinen Auftrag erfüllt. Ich schaue den Rest des Dokuments noch kurz durch. Okay, das sieht gut aus. Dann speichere ich jetzt mein Dokument. Ich speichere, indem ich oben links aufs rote Kreuzchen klicke, unter Windows oben rechts und werde gefragt, will ich den Entwurf speichern? Ja, will ich speichern. So. Auch hier sehen Sie wieder etwas ganz Typisches für das integrierte Dokumentenmanagement in Timesensor. Und zwar haben Sie hier zum Beispiel den Namen. Timesensor fragt mich jetzt nicht,
wie ich das Dokument benennen soll, sondern das schlägt mir automatisch aus der Vorlage den Namen des Dokumentes vor. Ich kann den natürlich überschreiben, will ich aber nicht, weil Mandatsübernahme passt so. Status in Arbeit, ja, das stimmt. Und hier der Typ ist Dokument mit Versionierung. Bedeutet, Timesensor kümmert sich selber um die Versionierung. Ich klicke auf Speichern. Und wir sehen hier ist jetzt mein erster Entwurf der Mandatsübernahme. Vom Typ her ist es ein Dokument mit der Version 1.0. Ich kümmere mich hier überhaupt nicht drum und hänge irgendwie die Version an den Namen an oder dann muss ich immer suchen, welche Version die aktuellste ist oder so. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken darum, weil Timesensor präsentiert mir immer die aktuellste Version. Bei jedem Speichern fragt mich Timesensor auch, soll die Versionsnummer erhöht werden, ja oder nein. Ich muss also nicht die Versionsnummer in den Namen reinspeichern, was Sie machen müssten, wenn Sie zum Beispiel bloß eine Dateiablage verwenden. Gut. Dann würde ich dieses Dokument jetzt zurück an meine Chefin schicken, an die Monika. Und zwar brauche ich das Dokument jetzt überhaupt nicht aus der Datenbank rauszunehmen. Sie bekommen, weiß Gott, genug E-Mails jeden Tag. Ich muss jetzt nicht auch noch dieses Dokument hier per E-Mail an meine Chefin schreiben, sondern ich lasse das jetzt einfach zirkulieren. Ich klicke oben aufs Zahnrad und sage Freigabe einholen. Zur Freigabe sende ich das jetzt an die Monika Muster und zwar der Reihe nach mit Änderungsmöglichkeiten. Das hat zur Folge, dass das Dokument für die Monika beschreibbar ist. Und sobald die Monika etwas gemacht hat an dem Dokument und die Freigabe erteilt hat, möchte ich gerne benachrichtigt werden. Ich suche hier kurz den Namen. Hier, Robert, zack. So, ich setze der Monika eine Deadline und zwar möchte ich das gerne heute gemacht haben bis 17 Uhr und in die Kurzmitteilung schreibe ich rein. Bitte anschauen und gegebenenfalls freigeben. Freigabeprozess starten. Und Sie sehen hier, der Status geht jetzt von in Arbeit zu umlaufend. Gut, schauen wir kurz, was, das habe ich gemacht, das setze ich auf erledigt. So, das Ticket geht weg. Schauen wir kurz bei Monika rein, was bei ihr angekommen ist. So, ich weiß nicht, ob Sie das Klingeln gehört haben, aber die Monika, die hat hier oben jetzt auch ein Ticket. In diesem Ticket steht drin, bitte freigeben. Aha, bitte anschauen und gegebenenfalls freigeben. Okay, gut. Ich muss jetzt auch nicht das Mandat suchen und das Dokument suchen und so weiter. Timesensor erspart mir das alles. Ich mache einfach einen Doppelklick hier auf das Dokument. So. Und dann sehe ich jetzt hier, okay, der Robert, der hat dieses Dokument hier erstellt mit den Folgedokumenten, so wie ich das in Auftrag gegeben habe. Ich kann das anschauen und sehen dann noch, okay, hier steht Robert Reimann, das ist falsch. Und dann schaue ich noch den Rest an. Vielleicht habe ich ja jetzt Änderungswünsche. Im Ticket, das ich bekommen habe hier, habe ich aber nur die Möglichkeit, den Entwurf freizugeben. Ich habe nicht die Möglichkeit, irgendeine Rückfrage zu stellen oder zu sagen, du schau mal, das muss noch geändert werden und so weiter. Das kann ich direkt im Dokument drin machen. Ich habe rechts oben ein kleines graues Dreieck. Wenn ich dort draufklicke, dann öffnet sich die Kommentare-Spalte. Und hier kann ich jetzt einen neuen Kommentar hinzufügen. Ich klicke aufs Plus. Die Kommentare, die kennen Sie ja. Und schreibe jetzt hier noch etwas hinein. Und zwar bitte noch Vorschussklausel einfügen. So.
und ich schließe dann das Dokument und werde jetzt auch hier gefragt, ob ich die Versionsnummer erhöhen will. Und das möchte ich ja, weil ich habe am Dokument etwas geändert. Ich möchte, dass man sehen kann, dass ich, die Monika Muster, eine Änderung gemacht habe. Ich klicke auf Speichern. Und damit der Robert jetzt benachrichtigt wird, dass ich etwas am Dokument gemacht habe, klicke ich auf Entwurf freigeben und das Ticket geht weg und Robert wird jetzt benachrichtigt. Gehen wir zurück und schauen uns an, was bei ihm passiert ist. Auch er hat wieder ein Ticket bekommen, Entwurf freigegeben. Okay, Mandatsmappe öffnen und ich lande direkt wieder in der Mandatsmappe. So, jetzt haben wir hier zwei Änderungen, die gemacht worden sind von Timesensor. Und zwar hier vorne beim Icon haben wir jetzt eine kleine Büroklammer. Diese Büroklammer weist Sie immer darauf hin, dass entweder gibt es hier mehrere Versionen oder im Archiv haben Sie ein Dokument mit Folgedokumenten, mit Anhängen zum Beispiel. Ich sehe beim Typ auch, das ist jetzt die Version 1.1, der Status ist freigegeben und ich sehe an den Initialen hier hinten, MUS, dass die aktuelle Version die Version von der Monika Muster ist. Wie vorher schon gesagt, ich muss mich jetzt nicht drum kümmern, welche ist jetzt die aktuellste Version und Monika hatte die doch bearbeitet und so weiter. Ich mache einfach einen Doppelklick. Immer wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, öffnet sich automatisch die aktuellste Version. Wenn ich eine ältere Version öffnen möchte, dann muss ich die natürlich suchen. Dann muss ich die Detailansicht einblenden. Das sehen Sie hier oben. Und dann sehe ich, okay, hier haben wir die Version 1.0. Die wurde am 1.4. um 12:25 Uhr gespeichert und zwar von RRE, also von Robert Reinmann. Zurück in unsere Version 1.1. Wir haben ja vorhin dort einen Kommentar hinterlegt, weil der Robert, der soll da noch etwas weiteres hinzufügen. Damit er das auch sieht, öffnet sich die Kommentarspalte hier automatisch, sobald in einem Dokument ein Kommentar hinterlegt ist. Also Sie müssen nicht befürchten, dass Sie diesen Kommentar nicht sehen oder dass Sie jetzt in jedes Dokument reinschauen müssen und hier die Kommentarspalte aufklappen müssen. Wenn da etwas drin ist, dann öffnet sich das automatisch. Gut, also hier steht, bitte noch Vorschussklausel einfügen. Okay, dann gehen wir zurück, wieder zu unserem Honorar. Ich setze den Cursor wieder hier, wo er ist und füge einen weiteren Textblock hinzu. Vorschuss. Und zwar machen wir einen Vorschuss von 1.000 Franken. So. Und dann setze ich hier vielleicht noch einen Kommentar. Erledigt. So. Ich schließe das Dokument wieder. Ich erhöhe die Version und Sie sehen, die Version 1.1, bearbeitet von Robert, ist im Moment die aktuellste Version, auf der wir arbeiten können. Das Dokument hat jetzt schon den Status freigegeben. Ich kann das jetzt nicht noch einmal in den Umlauf geben, also ich kann das nicht noch einmal zur Freigabe an die Monika geben. Ich muss vorher die Freigabe prüfen und gegebenenfalls löschen. Ich gehe auf Freigabe prüfen und sehe, okay, die Monika, die hat die Freigabe erteilt. Ich möchte jetzt aber noch einmal eine Freigabe erstellen. Deswegen sage ich jetzt hier einfach Freigabeprozess löschen. Ja, der Status geht zurück zu in Arbeit und ich kann nochmal neu einen neuen Freigabeprozess starten. Ich schicke das wieder an die Monika und ich selber möchte auch wieder benachrichtigt werden, wenn das Dokument denn freigegeben wurde. Habe Änderungen gemacht. Bitte prüfen. Freigabeprozess starten. Sie sehen genau gleich wie vorher, der Status geht wieder auf umlaufend und die Monika wird jetzt auch wieder ein Ticket erhalten haben. So. Was die Monika jetzt macht, ist, sie geht wieder hin
öffnet das Dokument wieder, wie vorher, Doppelklick hier drauf und sieht, okay, der Robert, der hat mir hier auch noch ein Kommentar hinterlegt. Ich überprüfe das noch kurz. Richtig, der Vorschuss hier ist drin. Okay, das ist alles gut so. Dann setzt die Monika jetzt hier ihre Unterschrift drunter. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Wir haben Textblöcke drin, die Unterschriften enthalten. Ich klicke hier unten drauf, Unterschriften, Monika, und wir haben die Unterschrift der Monika drin. Bedeutet also, dieses Dokument ist good to go. Das ist okay so. Das Interessante an den Textblöcken als Unterschriften ist, dass sie den Zugriff zu diesen Unterschriften eingrenzen können. Sie können sagen, naja, die Unterschrift der Monika, die darf auch nur die Monika brauchen. Die Unterschrift von Simon, die darf nur der Simon brauchen. Also Sie können sagen, Benutzer XY darf nur Unterschrift XY verwenden. Nachdem ich die Unterschrift hier eingefügt habe, klicke ich wieder auf Speichern und gebe den Entwurf frei, sodass Robert dieses Dokument dann drucken und archivieren kann. Mandatsmappe öffnen, wie vorher auch schon. Ich öffne das Dokument, ich sehe, okay, die Monika, die hat ihre Unterschrift drunter gesetzt. Das bedeutet, das Dokument ist abgesegnet. Ich kann das so archivieren. Und wenn ich jetzt als Robert hier unten auf die Textblöcke draufklicke, dann sehen Sie, ich habe bei Unterschriften keine Auswahl. Ich als Robert kann keine Unterschriften hinzufügen. Das kann nur die Monika. Die Monika ist Administratorin oder eben der Simon. Der Simon, der kann nur seine eigene Unterschrift auf ein Dokument setzen. Um dieses Dokument zu finalisieren, klicke ich unten rechts auf Drucken. Ich drucke jetzt nicht, sonst geht bei uns hier die Druckmaschine los. Ich klicke einfach nur auf Archivieren. Okay. Das Dokument verschwindet und erscheint im Archiv. Und zwar haben wir hier die Mandatsübernahme. Den Auftrag und die Vollmacht. Gut, so viel zum Thema Versionen und Freigabe erteilen, Kommentare hinzufügen, das Zwischenspiel, also die Arbeit von Assistent und Anwältin. Gibt es da Fragen dazu, die vielleicht alle interessieren könnten? Ja, eine oder zwei Fragen haben wir. Könntest du nochmals zeigen, wo der Button sich befindet für die Freigabe? Ja, natürlich. Damit Sie eine Freigabe erstellen können, ich öffne kurz was machen wir? Eine Telefonnotiz. So. Ich speichere die. So. Zuerst müssen Sie das Dokument einmal selektieren, also einfach einmal draufklicken. Und dann sehen Sie oben in diesem grauen Bereich neben dem blauen i-Button das Zahnrad. Wenn Sie dort draufklicken, dann ist das der erste Menüpunkt Freigabe einholen. Dort können Sie dann dieses Dokument in Umlauf geben. Sie können natürlich auch verschiedene, also mehrere Personen auswählen, das ist wie Sie wollen. Genau, dann noch eine andere Frage. Geht das auch mit Word-Dokumenten? Das geht genauso auch mit Word-Dokumenten, ja. Bei Word-Dokumenten, vielleicht wissen Sie das, ich gehe davon aus, dass Sie das wissen, müssen Sie aufpassen wegen dem Ein- und Auschecken. Also Sie wissen ja, Word und Timesensor kommunizieren miteinander. Word ist nicht implementiert in Timesensor, sondern die sprechen einfach miteinander.
Das heißt, immer wenn Sie ein Word-Dokument öffnen, müssen Sie es dann auch wieder zurückspeichern in die Datenbank. Das funktioniert mit dem Umlauf genau gleich. Ich zeige das kurz. Ich schicke das jetzt auch noch einmal an die Monika. So. Genau, und wie Sie sehen, haben wir jetzt hier ein Word-Dokument drin. Das sehe ich jetzt schon am Icon. Das ist jetzt ein Word-Icon, nicht mehr ein Time-Sensor-Icon, also nicht mehr ein 4D-Write Pro-Icon. Und ich kann jetzt auch wieder direkt aus dem Ticket einfach einen Doppelklick drauf machen auf das Icon. Word öffnet sich. Das sehen Sie nicht, das auf dem zweiten Bildschirm. Moment, hier. Word öffnet sich. Und sobald ich meine Änderungen gemacht habe, klicke ich einfach direkt im Ticket wieder auf die rote Schrift, wie Sie das auch im Mandat, in der Mandatsmappe machen würden. Ich sage Speichern, die Schrift wird rot und ich kann den Entwurf freigeben. Der Vorteil, den Sie bei den Word-Dokumenten haben, ist natürlich, dass Sie dort zum Beispiel die Nachverfolgung einschalten können. Dann sehen Sie immer, wer hat was geändert. Gut. Gibt es sonst noch Fragen, Andrew? Nein, das wären die Fragen. Sehr gut. Also, die Zeit drängt. Ich zeige Ihnen jetzt noch, wie Sie 4D-Write-Vorlagen als Word-Vorlage abspeichern können. So, wir würden jetzt unsere Kameras kurz wieder ausschalten. Genau. Also, gehen wir zurück in unsere Mandatsmappe von vorhin. Das war die 004. Missbräuchliche Kündigung. So. Und hier erstelle ich jetzt einmal ein Dokument. Nehmen wir eine Klageschrift, Entwurf, und Sie sehen sofort, das ist ein 4D-Write Pro Dokument. Vielleicht möchten Sie jetzt dieses Dokument jemandem extern schicken, zum Beispiel, der keinen Time-Sensor hat. Oder vielleicht wissen Sie genau, dass Sie offline sein werden, dass Sie keinen Zugriff auf Time-Sensor haben werden und Sie möchten diese Vorlage mitnehmen als Word-Dokument. Jetzt, hier gibt es einen Unterschied zwischen Windows-Usern und Mac-Usern. Ich zeige zuerst die einfachere Version, die Mac-Version. Und zwar können Sie das Dokument einfach mit gedrückter Alt-Taste, das ist bei Mac entweder Alt oder Option, okay, ist die gleiche Taste, Alt oder Option. Halten Sie die Alt-Taste gedrückt, ziehen Sie das Dokument raus auf Ihren Desktop und Sie sehen hier auf meinem Desktop rechts oben Klageschrift DocX. Das ist jetzt einfach meine Klageschrift, die ich in 4D-Write Pro erstellt habe, als Word-Dokument exportiert. Wenn Sie Time-Sensor unter Windows verwenden, dann können Sie das auch machen. Sie müssen aber den Entwurf öffnen. Klicken Sie hier oben unter Ablage im Vorlagefenster drin auf Sichern unter. Wählen Sie aus, wo Sie das Dokument sichern möchten. Ich sage jetzt hier mal auf dem Schreibtisch bitte, und zwar möchte ich das nicht als 4D-Write Pro Dokument, hier beim Format hier unten, sondern ich sichere das als Office Open Dokument. Ich klicke auf Sichern. Ich schließe das 4D-Write Pro Dokument, weil das brauche ich ja nicht mehr. Und auch hier habe ich jetzt auf meinem Desktop ein DocX-Dokument mit den Informationen, die 4D-Write Pro vorher eingefüllt hat. Der Vorteil daran ist, dass Sie natürlich
die ganzen Ausdrücke, die Sie in 4DWrite Pro zur Verfügung haben, verwenden können und dann trotzdem das Dokument in Word bearbeiten können. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber 4DWrite Pro ist wahnsinnig mächtig. Also wir können fast jedes Feld in der Datenbank mit 4DWrite Pro ansteuern. Mit Word funktioniert das leider nicht. So können Sie zum Beispiel, wenn Sie mehrere Mitmandanten haben, können Sie im 4DWrite Pro sagen, okay, hier steht Mitmandant 1, Mitmandant 2, Mitmandant 3 und so weiter. Sie können sich so dann die Vorlage zusammenstellen und die User benutzen die dann aber weiterhin in Word. Also dieses Tool hier ist ziemlich mächtig, wenn Sie wissen, wie Sie 4DWrite Pro Vorlagen erstellen können. Gut, ich habe jetzt meine Klage hier auf meinem Schreibtisch. Kommen wir auch bereits schon zum nächsten und letzten Punkt. Das ist jetzt ein externes Dokument. Das ist ja jetzt nicht in meiner Datenbank drin. Diese Klageschrift hier, das ist die ich exportiert habe, die brauche ich eigentlich nicht mehr, weil ich werde an dieser hier nicht weiterarbeiten. Ich werde aber an meinem DocX auf meinem Schreibtisch hier weiterarbeiten. Damit jetzt niemand hingeht und an der selektierten Klageschrift hier arbeitet, würde ich diese als finalisiert markieren. Ich kann das tun, auch ohne die zu drucken oder zu archivieren. Ich kann das machen, indem ich hier auf das i klicke und so die Attribute von diesem Entwurf aufrufe. Und dann wechsle ich den Status hier einfach von in Arbeit zu finalisiert. Wenn ich möchte, kann ich hier noch im Namen einen Hinweis geben. In Word weiterverarbeitet, zum Beispiel. Und Sie sehen, der Entwurf ist finalisiert und wird also ausgeblendet. Standardmäßig werden alle finalisierten Entwürfe ausgeblendet. Die sind nicht verloren, also die wurden nicht gelöscht oder bloß im Archiv gespeichert. Die haben einfach den Status finalisiert bekommen. Hier links bei den Filtern können Sie auf den Status finalisiert draufklicken und dann sehen Sie alle finalisierten Entwürfe für dieses Mandat. Und Sie sehen dann natürlich auch die vorhergehenden Versionen. Ich würde Ihnen empfehlen, diese Filter hier links auch sonst einmal zu studieren, weil es kann vor allem in großen Mandaten, kann es sehr, sehr nützlich sein, wenn Sie hier jetzt einfach sagen können, okay, ich suche nach einem Entwurf, den ich die letzten 7 Tage erstellt habe. Und zwar möchte ich hier nur meine eigenen Entwürfe sehen, also zum Beispiel jetzt hier nur vom Robert. Dann nehme ich das Häkchen bei der Monika Muster weg und dann sehe ich hier, der Robert hat in den letzten 7 Tagen nur einen Entwurf erstellt, der noch nicht finalisiert ist. Gut. Schauen wir noch kurz externe Dokumente an. Ich habe ja jetzt hier meine Klage als Word-Dokument auf meinem Schreibtisch. Ich möchte das jetzt gerne in der Datenbank drin haben, damit vielleicht auch andere User daran arbeiten können. Nichts einfacher. Ich nehme das einfach, ziehe das per Drag and Drop in die Mandatsmappe rein und werde gefragt, wie soll dieses Dokument denn nun abgespeichert werden? Diesen Dialog hier kennen Sie ja mittlerweile. Ich kann dem Dokument einen Namen geben. Ich sage jetzt einfach mal Klage, dieses .docx brauche ich nicht. Status in Arbeit, das stimmt. Vom Typ her möchte ich hier auch Versionen hinzufügen. Ich klicke auf Speichern. Und Sie sehen, das Dokument ist jetzt als Version 1.0 in der Datenbank gespeichert und kann auch von anderen Usern benutzt werden. Wie vorhin bereits gesagt, wenn Sie mit Word-Dokumenten arbeiten und diese öffnen, dann sehen Sie, dass die rot werden. Wie gesagt, das bedeutet, die Dokumente sind offen.
Die haben den Status offen, die sind im Moment nicht für andere User zugänglich. Auch hier haben Sie wieder einen entscheidenden Vorteil von Timesensor gegenüber einer simplen Dokumentenablage. Dieses Dokument hier, das kann jetzt von niemand anderem benutzt werden. Also wenn Sie daran arbeiten, dann müssen Sie nicht befürchten, dass Ihnen jemand anders reinpfuscht oder irgendetwas ändert, das Sie bereits geändert haben. Nur Sie können an diesem Dokument hier arbeiten. Wenn ein anderer User dieses Mandat hier öffnet und dieses Dokument anschauen will, dann sieht der auch, dass dieses Dokument den Status offen hat und die sehen dann auch, wer dieses Dokument offen hat. Also man kann dann immer noch miteinander reden und sagen, du Kollege, du hast ein Dokument offen, ich bräuchte das, könntest du es nicht zurück in die Datenbank speichern. Wenn Sie einmal vergessen, ein Word-Dokument zurückzuspeichern, ist es nicht schlimm. Ich kann mich jetzt hier ausloggen, ich könnte irgendwas anderes machen und vielleicht logge ich mich morgen wieder ein. Wie Sie sehen, ist das Dokument immer noch offen. Timesensor zeigt immer noch, dass dieses Dokument offen ist, weil Timesensor weiß genau, wo auf meinem Computer dieses Dokument hier gespeichert ist. Alles, was ich jetzt machen muss, ist ein Doppelklick auf die rote Schrift. Ich muss entscheiden, ob ich die Versionsnummer von 1.0 auf 1.1 erhöhe und auf Speichern klicken. Auch hier kann ich wieder nachschauen über die Detailansicht oben links, wer die Version 1.0 gemacht hat, wann die archiviert wurde und so weiter. Sie müssen sich also im Timesensor nicht darum kümmern, welche Version die aktuellste ist. Timesensor schlägt Ihnen automatisch die aktuellste Version zur Bearbeitung vor. Wenn Sie versuchen, eine ältere Version zu öffnen, dann wird Timesensor Sie darauf hinweisen. Timesensor wird Ihnen sagen, Achtung, Sie öffnen eine alte Version dieses Dokuments. Änderungen, die Sie in diesem Dokument machen, werden nicht gespeichert. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber einer Dokumentenablage. Wenn Sie immer nur in den Namen sehen können, welche Version jetzt welche ist, und dann fängt vielleicht jemand noch an mit Version 1.1 und dann der Nächste, der daran arbeitet, weiß nicht mehr, dass er die Version 1.1 bearbeitet und benennt die Version 1.5. Da kriegen Sie ein Durcheinander. Timesensor hilft Ihnen hier und lässt so ein Durcheinander nicht zu, weil Timesensor selber die Versionierung übernimmt. So, es ist fast 13 Uhr. Wir kommen jetzt bereits zum Ende von diesem ersten Webinar für dieses Jahr. Andrew, wie sieht das aus? Hat es noch Fragen gegeben, die wir vielleicht noch kurz anschauen können? Ja, es gibt einige Fragen. Es gibt eine Frage zu den Textblöcken. Kann man die auch direkt im Word hinzufügen, die Textblöcke? Im Word weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da müssten Sie sich die Word-Funktionen anschauen. Textblöcke im Timesensor sind bloß im 4DWrite Pro verfügbar, nicht in den Word-Vorlagen. Dann noch eine Frage zum Ein- und Auschecken. Muss man ein Word auschecken, beziehungsweise was passiert, wenn man es nicht auscheckt? Sprechen Sie jetzt von auschecken oder von öffnen? Weißt du das, Andrew? So wie es da steht, vom Auschecken. Also Okay. ich denke, beim Auschecken wäre die Antwort, wenn man einen Doppelklick auf ein Word macht, dann wird es automatisch ausgecheckt. Vielleicht willst du noch etwas zum Einchecken sagen. Genau. Es gibt hier ein bisschen, vielleicht habe ich auch da ein bisschen Verwirrung gestiftet, weil das Wort auschecken bedeutet für Timesensor, dass Sie das Dokument aus der Datenbank rausziehen und mitnehmen. Ich zeige Ihnen kurz den Unterschied. Es gibt auch verschiedene Icons. Also, wenn ich einen Word-Entwurf einfach öffne,
ein Doppelklick. Ich mache nur einen Doppelklick, damit ich das Dokument sehen kann. So, zack, zack, Doppelklick. Dann habe ich überhaupt keine Wahl, weil Time Sensor öffnet mir das Dokument automatisch. Also es ist jetzt offen. Sie sehen das nicht. Moment, hier. Das Dokument ist jetzt offen. Ich wurde nicht gefragt, will ich es auschecken oder was auch immer. Ich habe es halt einfach geöffnet. Und dann muss ich es auch wieder schließen im Word und dann im Time Sensor zurückspeichern. So. Die andere Möglichkeit, die Sie haben, ist das tatsächliche Auschecken. Wenn Sie das Dokument per Drag and Drop irgendwo hinziehen. Ich ziehe es bei mir jetzt einmal, damit das keine Verwirrung stiftet hier. So, ich ziehe diese Klage jetzt einfach einmal auf meinen Schreibtisch. So, zack, lass das fallen. Jetzt, fragt Time Sensor, möchten Sie das Dokument Klage auschecken? Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, auf OK zu klicken oder auf Abbrechen. Klicke ich auf OK, ich mache das kurz, dann wird das Dokument auch wieder rot, aber der Unterschied hier ist, dass der Status ist jetzt hier auf ausgecheckt und Sie haben vorne so ein kleines Pfeil-Icon. Das bedeutet, Sie haben das Dokument aktiv aus der Datenbank rausgezogen. Time Sensor weiß jetzt nicht mehr, wo das Dokument ist, weil Sie haben es in irgendein Verzeichnis gezogen. Ich habe es jetzt hier auf meinem Schreibtisch liegen. Das bedeutet also, wenn Sie einen Doppelklick machen, um das zurück zu speichern und einchecken klicken hier, dann werden Sie gefragt, wo ist dieses Dokument? Wo kann ich dieses Dokument holen? Ich weiß, jetzt ist es auf dem Desktop, es ist dieses hier. Aber Sie müssen wissen, wo Sie das Dokument hingezogen haben. Ich klicke auf Öffnen. Time Sensor ist zufrieden damit. Und das Dokument hat wieder den Status in Arbeit. Das Auschecken blockiert auch hier wieder das Dokument für die anderen User. Wenn Sie das nicht wollen, wenn Sie einfach eine Kopie von einem Entwurf mitnehmen möchten, dann können Sie das Dokument rausziehen und bei der Abfrage, wollen Sie das Dokument auschecken, klicken Sie einfach auf Abbrechen. Sie sehen, das Dokument bleibt in der Datenbank drin, es bleibt schwarz, der Status bleibt in Arbeit. Sie haben jetzt hier aber eine Kopie auf Ihrem Schreibtisch. Also, um die Frage kurz zu beantworten, nein, Sie müssen das Dokument nicht unbedingt auschecken. Gibt es sonst noch etwa eine Frage? Nein, das waren die Fragen. Okay, super. Wie gesagt, das war Teil 1 vom Dokumentenmanagement. Das war der Basic-Teil, wo wir vor allem die Entwürfe angeschaut haben, Workflow und so weiter. Im nächsten Webinar, das glaube ich in 2 Wochen ist, werden wir dann tiefer in die Materie eingehen und uns vor allem auch die Dokumentenzentrale anschauen. Archivierte Dokumente, wie behalten Sie den Überblick über die Flut von E-Mails, die Sie bekommen und so weiter. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Von mir auch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank, auf Wiedersehen.